Ich möchte euch zeigen, wie ihr Giovanni findet und dadurch das Krypto-Ho-Oh bekommt. Dazu müsst ihr die Spezialforschung ein 7-farbiges Krypto-Pokémon lösen. Der erste Teil ist sehr einfach, ein Krypto-Pokémon erlösen. Man muss entweder noch eins übrig haben vom letzten Kampf oder man muss dann zwangsläufig ein Rüpel bekämpfen, um einen zu bekommen. 3 Pokestops drehen ist auch sehr einfach und fangen von Pokémon ist es egal welche, Hauptsache man fängt 10 Stück. Einlösen vom ersten Teil. Das Interessanteste neben den Items ist natürlich der Diursa, denn der könnte shiny sein, hier leider nicht. Und die Endbelohnung von Stufe 1 ist leider nur ein Dufflor, der kann nicht shiny sein. Stufe 2 dreht sich alles um die Kämpfe gegen die Rübel, sprich man muss 5 Rübel besiegen. Dann bekommt man auch die Chance, diese 5 Krypto-Pokémon zu fangen, die man benötigt. Und am Ende soll man noch 3 Krypto-Pokémon erlösen. Kleiner Tipp, nicht alle erlösen, denn später braucht man wieder Krypto-Pokémon, die man erlösen muss. Einlösen von Teil 2 sind hauptsächlich Items, nur am Schluss gibt es noch ein Pokémon, ein Xatu, das kann nicht shiny sein. Teil 3 ist schon etwas schwieriger, insbesondere setze 3 sehr effektive Ladeattacken in Arena-Kämpfen ein. Da sollte man wirklich darauf achten, was sehr effektiv ist, zum Beispiel bei Chanera, Leta King, Relaxo, das sind Normal-Pokémon. Da sind Kampf-Pokémon sehr effektiv, wie hier zum Beispiel ein Lucario. Man kann aber auch ein Machomai oder jedes andere Kampf-Pokémon einsetzen mit einer Ladeattacke. Notfalls nimmt man ein ziemlich schwaches Kampf-Pokémon, damit man auch wirklich schafft, eine Ladeattacke durchzubekommen. Und so erhält man sehr effektive Ladeattacken. Kämpfe gegen einen anderen Trainer in der Superliga. Dazu muss man ins Freundesmenü gehen und einen Trainer auswählen und auf Kämpfen klicken. Wichtig ist, es reicht zu kämpfen, man muss nicht gewinnen. Diesmal 5 Pokémon erlösen. Wer billige Krypto-Pokémon sucht, nämlich die nur 1000 Staub zum Erlösen kosten, hier eine kleine Übersicht, zum Beispiel Hornilu, Radfratz, Zubat bzw. natürlich auch alle deren Entwicklungen, Carpador, Stoll Junior wie auch Stolos, Starali und was ich leider nicht mehr habe, Pfiffien. Beim Einlösen von Teil 3 gibt es keine Pokémon, dafür aber ein Rocket Radar, das man gleich wieder nutzen kann. Und zwar für Teil 4, in dem man jeden Boss einmal besiegen muss. Wer wegen den Rübeln sein Rocket Radar deaktiviert hat, sollte jetzt daran denken, es wieder zu aktivieren, damit in den Ballons auch ein Boss kommt. Aktuell sind die Bosse leicht zu besiegen, es gibt keinen richtig schwierigen. Wichtig ist, man fängt am besten mit einem Pokémon an, das eine schnelle Ladeattacke hat, wie ein Lucario oder ein Machomai mit Kreuzhieb. Das mache ich am liebsten. Es gibt aber auch viele verschiedene andere Möglichkeiten. Hauptsache, die Schilde vom Boss werden sehr schnell genutzt, damit man danach mit seinen Pokémon leicht die Bosse besiegen kann, da die Ladeattacken natürlich dann nicht mehr geblockt werden können. Wichtig ist auch, dass man jeden Boss einmal besiegen muss. Es nützt nicht 2 Serie zu besiegen, sie zählt nur einmal. Einlösen von Teil 4, dadurch bekommt man 3 Pokémon. Als erstes ein Flamara, danach ein Aquana und am Schluss ein Blitzer. Alle 3 können leider nicht als Shiny erscheinen, auch wenn deren Grundform Evoli natürlich Shiny sein könnte. Die Endbelohnung von Teil 4 ist das Wichtigste, denn hier bekommt man einen Super Rocket Radar. Nur mit diesem kann man Giovanni finden, mit Glück an einem Pokestop, da kann aber auch ein Täuschrübel sein. Beim Ballon allerdings ist es sicher, dass es ein Giovanni ist. Und damit kann man die Aufgaben bei Teil 5 lösen. Finde den Boss, bekämpfe den Boss und besiege den Boss. Am besten sollte man Giovanni besiegen, wenn es entweder sonnig ist oder Wind, denn dann ist Ho-Oh wetterverstärkt, das heißt, man bekommt ein Level 13 Krypto-Ho-Oh anstatt ein Level 8. Giovanni beginnt immer mit Snobilikat als erstes. Das sind Pokémon vom Typ Normal, dementsprechend sind sie effektiv Kampf-Pokémon. Ich nutze am besten Lucario mit Steigerungshieb, alternativ wie hier kann man auch Machomai mit Kreuzhieb nutzen, denn das sind 2 Attacken, die sehr schnell aufgeladen sind, das heißt, diese Ladeattacken werden sehr schnell genutzt und somit ist Giovanni gezwungen, möglichst früh seine 2 Schilde zu nutzen und danach sind die nachfolgenden Pokémon leichter zu besiegen.
Man kann alternativ auch zum Beispiel einen Melmetal nehmen. Der ist zwar nicht sehr effektiv, aber er hält viel aus und gleichzeitig ist seine Ladeattacke auch sehr schnell aufgeladen. Hier sind schon beide Schilde weg. Mein Machomai ist zur Hälfte noch übrig, das heißt, ja, schon leicht besiegt, Giovanni. Beziehungsweise jetzt kommt sein Geobatz, das ist neu, war zuletzt nicht da. Macht aber nichts, mein Machomai ist als Kampf-Pokémon genauso sehr effektiv gegen ihn. Alternativ habe ich noch zwei Pokémon in Reserve, die ich noch nutzen kann, beziehungsweise wahrscheinlich jetzt auch nutzen muss. Ja, zum Beispiel Sumpex. Sumpex ist ein Wasser- und Boden-Pokémon und wäre auch sehr effektiv gegen Geobatz und gleichzeitig auch sehr effektiv gegen Ho-Oh. Alternativ habe ich hier auch noch ein Rionio als drittes Pokémon, das ist ein Gesteins-Pokémon. Das wäre auch sehr effektiv gegen Ho-Oh. Natürlich mit der Attacke Katapult und der Ladeattacke Felswerfer. Alternativ kann man zum Beispiel auch ein Despodar nutzen oder ein Terrakium. Hier nutze ich ja noch weiterhin mein Sumpex. Das hat die Ladeattacke Aquahauptblitze, die, wie man sieht, sehr effektiv trifft und auch sehr viel Schaden macht. Er kommt gar nicht dazu, eine Ladeattacke von seinem Ho-Oh zu nutzen. Und hier ist Giovanni besiegt. Das heißt, Ho-Oh kann man jetzt fangen. Wichtig ist oder was gut wäre, man bekommt hier sehr viel Sternenstaub, deswegen wäre es sinnvoll, ein Sternstück reinzutun, um dies voll auszunutzen. Und hier ist der Krypto Ho-Oh. Ich verwende eine silberne Beere. Grundsätzlich ist bis jetzt gewesen bei jedem Krypto legendäres Pokémon, das man einmal trifft, bleibt es drin. Bis jetzt ist mir noch nie passiert, dass es ausbricht aus dem Ball. Man muss es nur wirklich treffen, sprich der Ball darf nicht abgewehrt werden und man hat ihn gefangen. Jetzt mal kurz auf die Bewertung schauen, wie gut ist es. Auf jeden Fall ist es natürlich wetterverstärkt, weil ich habe darauf geachtet, dass es sonnig ist. 2 Sterne, Angriff ist ja nicht so gut. Naja, aber es ist mein erstes und einziges Krypto Ho-Oh. Einlösen von Teil 5 gibt wieder Sternenstaub, also deswegen Sternstück rentiert sich hier noch mehr. Und ein Pokémon, ein Larvitar, der könnte shiny sein. Und zu guter Letzt Teil 6, hier muss gar nichts gemacht werden, außer eingelöst werden. Fragen bitte in die Kommentare und wenn das Video gefallen hat, gib bitte einen Daumen nach oben bzw. abonniere meinen Kanal, am besten mit Glocke, damit du kein neues Video von mir verpasst.